Ihr Lieben, gerade ist die Keynote bei Storz und Bickel gelaufen und ich muss immer noch sagen, dass ich ganz geflasht bin. Alleine schon mit der Qualität dieser Präsentation hat Storz und Bickel noch einmal ganz klar gemacht, wer in der Vaporizer-Welt mal wirklich Mighty oder sogar Mighty Plus ist. In der 13-minütigen Show präsentierte Jürgen Bickel, einer der CEOs von Storz und Bickel, den Venti und erläuterte die Arbeitsweise und die technischen Spezifikationen von dem neuen Gerät. In diesem Krautcloud reagiert Video möchte ich mit euch in technisch interessante Auszüge aus dieser Präsentation reinschauen und Dinge besprechen, die entweder bei den Produkten von Storz und Bickel komplett neu sind oder bei denen es ein größeres Upgrade zu den bisherigen Geräten gegeben hat. Im Fazit gebe ich euch dann meine persönliche Einschätzung zum neuen Venti. Einmal unter dem Blickwinkel einer kompletten Vape-Neuerscheinung und einmal im Vergleich zum Mighty Plus. Also, heute lohnt sich das Dranbleiben doch wieder einmal besonders. Heute gibt es hier mächtig Durchzug. 20 Liter die Minute, um genau zu sein. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Freundinnen und Freunde der Krautigen Clouds. Mein Name ist Christoph von Vapers Krautcloud. Also, das war doch schon mal fett imposant, was Storz und Bickel da werbe- und präsentationstechnisch heute aufgefahren hatte. Als jemand, der selbst mit dem Medium Video arbeitet, konnte einem da glatt schon mal die Spucke wegbleiben. Also meinerseits hier schon einmal ganz dicken Respekt an die Filmmenschen, die die Werbetrailer und auch die eigentliche Keynote-Veranstaltung umgesetzt haben. Weltklasse, wirklich ganz großes Keynote. Absolut. Allerdings will ich hier auch gar nicht wissen, was diese Produktion an Arbeitsstunden erfordert haben und was der Spaß Storz und Bickel gekostet hat. Aber leider geil. Ich habe es gefeiert. Zu Beginn des Events sprach Jürgen Bickel, das ist dieser Herr hier, noch einmal über die 20-jährige Firmengeschichte und die Grundpfeiler der Firmenphilosophie. Dann erklärte er den Ursprung des Namens Venti für das neue Gerät. Es war Storz und Bickel hier wichtig, dass sich die meist signifikante Eigenschaft des Gerätes im Namen widerspiegelt. Das bezieht sich dann auf die Airflow Control, über die wir dann auch gleich genau reden werden. Zunächst gab es dann einen zweifelsohne gut produzierten Werbefilm zu sehen. Den brauchen wir uns hier jetzt nicht gemeinsam anschauen. Falls euch das interessiert, findet ihr den auf der Storz und Bickel YouTube-Seite. Dann haben sie dort einen technischen Trailer gezeigt, der mich hier komplett von meinem Drehstühlchen geblasen hat. Beim ersten Schauen war mir noch nicht mal die Informationen alle aufgefallen, die im Video stehen. Schauen wir uns den Trailer doch zunächst einmal gemeinsam an.
Bam! Voll auf die 12, oder? Bevor wir nun aber einmal Schritt für Schritt durch die Informationen gehen, die wir diesem Clip hier entnehmen können, möchte ich euch gerne wissen lassen, dass auch dieses Video hier von den Lieben der Firma verdammt nochmal in Berlin supportet wird. Seit ich vor 13 Jahren meine Leidenschaft für Vaporizer entdeckt habe, bin ich selbst Stammkunde bei verdammt nochmal und wurde dort kein einziges Mal enttäuscht. Die Warenpalette ist meines Erachtens nach die breiteste und best aufgestellte in ganz Europa und das Fachwissen der Mitarbeitenden und der Kundenservice sind absolut top-notch. Verdammt nochmal ist schlicht und einfach der Nummer 1 Vapo-Shop mit Herz. Und wenn ihr mich und meinen Kanal hier unterstützen wollt, findet ihr unter diesem Video einen Link, der euch direkt zu einem dicken grünen Button auf meiner Homepage führt. Wenn ihr da vor eurem Einkauf draufklickt, aktiviert ihr meinen Affiliate-Link bei verdammt nochmal und ich bekomme etwas von eurem Einkauf ab, ohne dass es euch auch nur einen einzigen Cent mehr kostet. Herzlichen Dank hier für euren Support. Nun aber zurück zum Venti. Hier in diesem Standbild aus dem Trailer sehen wir die Kunststoffbezeichnung PEAK. Dieser Kunststoff ist hitzebeständig, medizinisch zertifiziert und lebensmittelecht. Den E-Zigarettenfreunden unter euch dürfte dieser Kunststoff schon lange bekannt sein, da er in vielen Selbstwickelverdampfern als Isolator verwendet wird. Über Kunststoff als Material kann man mit Sicherheit aus ästhetischen Gründen streiten. Aber weder für die Funktion noch für die Gesundheit entstehen hier irgendwelche Nachteile. Dann sehen wir hier im nächsten Bild die Platine, die über Bluetooth-Konnektivität verfügt, was dann zukünftig Over-the-Air-Updates ermöglicht. Ebenso ermöglicht der Bluetooth-Chip die Kommunikation mit der Storz & Bickel App, in der dann die Performance des Venti personalisiert werden kann. Warum das High Current, also Hochstrom-Platinendesign, hervorgehoben wird hier in diesem Bild, sehen wir gleich, wenn wir über die Leistung sprechen, die dieses Gerät in der Spitze zieht. Dann sehen wir hier in diesem Bild, dass auch im Inneren des Venti zwei 18650 Lithium-Ionen-Zellen ihren Dienst verrichten. Jep, fest verbaut, aus Gründen, die ich euch schon gestern in meinem Video dargelegt habe. Als nächstes rückt dann hier das komplett neu entwickelte Heizsystem in den Fokus, welches Storz & Bickel den Mini-Heater nennt. Diese Heizung unterscheidet sich in der Konstruktion komplett von den bisherigen Systemen, die aus dem Mighty und den Crafty bekannt waren, wo noch die einströmende Luft durch eine Heizhelix erwärmt wurde, die sich unter der Kammer befand. Hier beim Venti scheint die Luft im Umfeld der Kammer erhitzt zu werden, um dann den Konvektionseffekt in der Verdampfung beizusteuern. Hier im nächsten Bild sehen wir die Steuereinheit, die natürlich S- und B-typisch über eine gradgenaue Einstellung verfügt. Das Display kann jetzt mehrere Farben darstellen. Die Aufheizzeit des Venti beträgt nur noch 20 Sekunden, was sage und schreibe dreimal schneller im Vergleich zum Mighty Plus ist. Das ist doch mal eine Hausnummer, oder? Beim Laden ist es dann bei den alten Werten geblieben. Mittels eines Powerchargers kann der Venti ebenfalls wie der Mighty Plus über einen USB-C-Port binnen 40 Minuten auf 80% geladen werden, was auch meines Erachtens völlig ausreichend ist. Darunter seht ihr dann eine technisch höchst interessante Aussage. In der Spitze zieht der Venti 130 Watt an Leistung aus den Zellen, wohingegen der Mighty Plus da gerade mal 40 Watt aufzubieten hatte. Dem schnellen Rechnern unter euch fällt jetzt bestimmt auf, circa ein Drittel schnellere Aufheizzeit,
circa 3-mal höhere Leistungsentnahme. Und zu dem Thema liefen gerade eben schon Diskussionen in der Vape-Welt, ob die höhere Leistungsentnahme nicht die Lebenszeit der integrierten Zellen in Relation zum Mighty Plus einschränkt. 130 Watt scheint auf den ersten Blick eine hohe Leistungsentnahme zu sein. Wenn wir jetzt aber in Betracht ziehen, dass sich diese Leistungsentnahme auf 2 Zellen verteilt, sind wir immer noch meilenweit von den Belastungsgrenzen moderner Akkus entfernt. Und so durchdacht, wie die Entwickler hier an die Elektronik rangegangen sind, ist mit Sicherheit auch ein hervorragendes BMS, also Battery Management System, verbaut, welches auch noch einmal sehr zum Schonen der Akkus beiträgt. Nach meiner persönlichen Einschätzung dürften auch die Zellen hier im Venti von gleich hoher Lebenszeit sein wie die beim Mighty Plus oder auch wie sie schon beim Mighty waren. Dann kommen wir zur Kühleinheit in diesem Bild hier, die eine absolute Neuentwicklung darstellt und in meinen Augen technisch das absolut interessanteste ist, was ich je bei einer Kühleinheit gesehen habe. Ich muss jetzt ein wenig aufpassen, mich hier in dem Video kurz zu halten. Über dieses Bauteil könnte ich jetzt alleine locker eine Stunde reden und darüber philosophieren. In diesem 3D-Rendering hier können wir den Weg des Dampfes durch die Kühleinheit verfolgen. Und für mich als Nerd ist das Starke an diesem Rendering, dass wir nicht nur den Dampfweg sehen, sondern dass auch die auftretenden Verwirbelungen hier dargestellt sind. Wir sehen, wie der Dampf hier über 2 Ebenen geleitet und verwirbelt wird, ehe er die Airflow Control erreicht. Auf diesem Weg passiert er auch noch ein Metallsieb, welches auch noch einmal ordentlich Temperatur aus dem Kessel nehmen sollte. Die Airflow Control des Ventis sieht ebenfalls mal hochgradig interessant aus. Das haben wir so an Geräten zur Trockenkrautverdampfung noch nicht gesehen. Und dank Jürgen Bickel haben wir jetzt gelernt, dass der maximale Durchfluss hier 20 Liter die Minute beträgt. 20 Liter die Minute. Das muss man jetzt gerade mal auch mal wirken und sacken lassen. Wie muss ich mir denn bitte die Lunge von einem Menschen vorstellen, der das wegsaugt? Als ich mir gerade versucht habe, mir eben diesen Menschen vorzustellen, musste ich spontan an einen Abend meiner Kindheit denken. Samstagabend, frisch gebadet im Schlafanzug auf dem Sofa. Wetten das? Da kommt da so ein Typ rein und pustet Wärmeflaschen auf. Nun, wer gut bläst, muss doch auch gut saugen können, oder? Wenn einer 20 Liter die Minute schafft, dann der Typ hier. Also, wenn der Herr noch lebt und noch gerne im Alter die eine oder andere Wärmeflasche aufbläst, möge er sich bitte unbedingt bei mir melden. Sie können hier bei den Review-Tests mal saugen kommen. Ich will wissen, wie stark der Venti bei einem Durchfluss von 20 Litern die Minute in der Temperatur einbricht. Dann gibt es hier noch einen ebenfalls hochgradig interessanten Punkt, den Jürgen Bickel anspricht. Schauen wir hier doch mal eben rein. Furthermore, the Venti includes a flow meter, which measures the negative pressure of your inhalation and dynamically adjusts the heating to match your draw. This means that you will get excellent and consistent results, no matter the intensity of your inhalation. Also, der Venti misst den Luftdurchfluss über einen Sensor und steuert so das Heizelement in der Form nach,
dass immer ein konstanter Dampf am Mundstück bereitsteht, egal wie dran gezogen wird. Wenn das so funktioniert, und davon gehe ich mal ganz schwer bei Sturz und Bickel aus, dann dürfte das technisch in der Vaporizer-Welt tatsächlich ein Gamechanger sein. Warum? Zurzeit ist es doch tatsächlich so, dass wir unser Inhalationsverhalten den verschiedenen Geräten anpassen, um eine maximale Performance zu erzielen. Bei fast jedem Gerätereview erzähle ich euch doch, dieses Gerät braucht lange, gleichmäßige Züge oder auch dieses Gerät hier will mit kurzen MTL-Puffs genossen werden. So passen wir uns zurzeit im Zugverhalten immer dem Gerät an. Und jetzt kommt der Venti daher und passt sich dem Zugverhalten an. Bam! Versteht ihr? Ich kann es nicht erwarten, das anzutesten. Aber wenn es so funktioniert, wie ich es mir gerade vorstelle, dürfte das den von Jürgen Bickel gesetzten Begriff Gamechanger tatsächlich rechtfertigen. Nun, mein Fazit zum Venti, soweit wie ich das Ganze jetzt hier überblicken kann. Mit dem Mighty haben Storz und Bickel nun annähernd eine ganze Dekade die Messlatte bei den portablen elektronischen Geräten gelegt. Der Mighty ist mit ganz großem Abstand der meistgenutzte und verkaufte Vape überhaupt. Und auch die Kundenzufriedenheit bei den Geräten ist immens. Für den großen Erfolg des Mightys waren meines Erachtens 3 Faktoren zuständig. Zuallererst einmal die Einfachheit. Kraut rein, einschalten, Temperatur vorwählen, inhalieren, fertig. Da kommt absolut jeder sofort mit klar. Der nächste Faktor ist bei diesen Teilen die Zuverlässigkeit und die Kontinuität der Dampfqualität. Bildlich gesehen ist der Mighty in dem Punkt ein Trecker. Der liefert in jeder Situation und bei jedem Wetter. Ab und zu guckst du dir mal nach dem Öl oder übertragend, reinigst den mal und dann geht's weiter. Tag für Tag, Tag ein, Tag aus. Der nächste Punkt ist die Haltbarkeit. So ein Mighty-Ding performt über viele Jahre, auch bei täglichem und auch bei täglich höherem Konsum. Diese 3 Faktoren, die den Mighty zu diesem großen Erfolg geführt haben, wurden meines Erachtens von den Ingenieuren bei Storz und Bickel bei der Entwicklung des Venti stark im Fokus gehalten. Die Airflow Control und die Durchflussmessung beim Venti im Airstream können wirklich eine Revolution sein, da sich das Gerät so dem Nutzer weit anpassen kann. Ich glaube, dass Storz und Bickel mit dem Venti die Messlatte in der Vaporizer-Welt für weitere Jahre auf ein ganz neues Level gelegt hat. Die Frage nach dem Mighty Killer hat sich mit dem heutigen Tag ein für alle Mal erledigt. Jetzt darf nach dem Venti Killer gesucht werden. Aber der dürfte, wie auch der Mighty Killer, weit, weit, weit weg sein. Lasst mich aber doch gerne in den Kommentaren mal wissen, ob ihr das auch so seht, wie ihr generell zu Storz und Bickel steht, eure Erfahrungen mit dem Mighty Plus, auch in puncto Langlebigkeit und mit den Akkus, damit hier alle, die das Video sehen, da vielleicht ein bisschen dran teilhaben können. Natürlich kann ich es kaum erwarten, den Venti hier persönlich auf Herz und Nieren zu testen. Und natürlich bekommt ihr dann hier auf dem Kanal auch ein Cloud-Kraut typisch detailreiches Review und auch Vergleichsvideos zu anderen Geräten mit dem Venti. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann
abonniert doch bitte diesen Kanal. Dann verpasst ihr wirklich nichts mehr. Solltet ihr euch nun auch weiterhin für spannende Videos rund um die thermische Extraktion von Trockenkräutern interessieren, schaut doch einfach mal auf meinem YouTube-Kanal oder auf meiner Homepage vorbei. Dort gibt es viele weitere spannende Videos zum Thema. Auf der Homepage können auch all meine 18+ Videos unter einfacher Altersabfrage angeschaut werden. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr vor eurem nächsten Vapo-Einkauf an mich denkt und über den Link in meiner Videobeschreibung und dann über den dicken grünen Button auf meiner Homepage bestellt. Und damit sind wir denn auch wieder einmal am Ende dieses Videos und am Ende eines ereignisreichen Tages in der Vape-Welt angekommen. Und so bedanke ich mich recht herzlich für euer Zuschauen und ich wünsche euch alles Liebe und allzeit genug Kraut für eure Clouds. Ciao. The sun will shine on Vapors Crowd Clouds, the sun will shine. Vaping Crowd Clouds, smart vape designs, healthy buff in modern times. Make you feel fine, the sun will shine.